Sonic Unleashed ist ja für vieles bekannt. Unter anderem für das schnelle Gameplay als Tag Sonic oder auch die tolle Grafik. Bislang gibt es das Spiel nur für stationäre Konsolen und ich bin mir sicher, dass es einige gibt, die bestimmt gerne dieses Spiel auch unterwegs spielen wollen. Nein, ich meine damit jetzt nicht das alte Mobile Game von Gameloft, sondern das richtige Spiel. Und deshalb, wie wäre es denn, wenn wir Sonic Unleashed einfach mal auf dem Nintendo 3DS zocken könnten? Hat der eine große Klappe? Ich kann nicht mehr! Ach du Scheiße! Was für ein einfältiger Dummkopf! Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Wie soll ein Nintendo 3DS dieses Spiel denn überhaupt packen? Und ja, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich auch so. Weil, wenn man sich die Spezifikation des Nintendo 3DS anschaut, dann kann man sich zu Recht diese Frage stellen. Doch es gibt jemanden, der sich dieser Challenge gestellt hat. Ein YouTuber, welcher unter dem Namen Innovative Development unterwegs ist, hat Anfang 2023 damit angefangen, Sonic Unleashed speziell für den Nintendo 3DS zu entwickeln. Und das ist nicht mal sein erstes Fangame-Projekt. In der Vergangenheit hat er bereits an dem Fangame Sonic Illusion gearbeitet, welches zwar aktuell noch eine Tech-Demo ist, aber schon mehr als deutlich zeigt, dass er bereits Erfahrungen mit der Erstellung eines 3D-Spiels hat. Und das merkt man bei diesem Projekt deutlich. Am 30. Dezember 2023 erschien auch die erste Demo und diese kann man nicht nur mit dem 3DS-Emulator Citra spielen, nein, man kann diese sogar auf einem richtigen Nintendo 3DS spielen, wie er auch selbst in seinen Videos gezeigt hat. Ich kann das nur leider nicht selber testen, da mein 3DS nicht gemoddet ist und ich will ehrlich gesagt nicht das Risiko eingehen, diesen durch irgendeinen Fehler zu breaken. Ich habe mir für euch die Demo in Citra angeschaut und was soll ich sagen? Das Spiel hat mich von Anfang an beeindruckt. Angefangen beim Titelbildschirm, der vom Aussehen her dem des richtigen Spiels nachempfunden wurde, aber auch wurden die zwei Bildschirme sowie die Touchscreen-Funktionalität effektiv verwendet. Bei der Weltkarte sieht das nicht anders aus. Man kann die Weltkugel nicht nur mit den Tasten oder dem Analogstick bewegen, auch mit dem Touchscreen kann man diese genauso steuern. Und ich war echt beeindruckt, wie super das funktioniert hat. Stop it! Stop it! Da nur 2 Level bislang spielbar sind, kommt bei dem Rest, wenn man diese auswählt, nur die Info, dass das Level in der Demo nicht existiert. Und die Informationen wie die Anzahl an Leben, die gesammelten Ringe und die gesammelten Medaillen, was man auch aus dem richtigen Spiel erkennt, findet man separat im Topscreen, was sehr passend ist, damit beim Topscreen überhaupt was dargestellt wird. Doch euch interessiert bestimmt eher was anderes an dieser Demo. Wie sieht das Gameplay bei den Stages aus? In dieser Demo kann man das erste Tag-Level von Apotos spielen und ja, es sieht nicht so hochgrafisch aus wie im richtigen Spiel. Aber dafür, dass es die erste Demo ist und zugleich noch für den 3DS entwickelt wurde, sieht die Grafik ziemlich gut aus. Nicht nur wurde das Level sehr gut nachgebaut, aber auch die Texturen sehen richtig gut aus. Okay gut, ich habe es mit Citra gespielt, da sieht das dank 4-facher nativer Auflösung schon etwas besser aus. Aber trotzdem, klar, die Ringe spawnen erst, wenn man in einem gewissen Radius ist. Aber man muss halt bedenken, dass der 3DS nicht wirklich viel Arbeitsspeicher hat und so kann man den Verbrauch entsprechend reduzieren, was ich sehr gut finde. Das gleiche gilt auch für die Feinde und diese kann man in dieser Demo auch mit Hilfe von Homing Attacks besiegen. Nice, wir sind sogar unverwundbar, weil die Roboter uns keinen Schaden machen. Nee, das ist nur leider bislang noch nicht implementiert. Leider gibt es noch keinen Schnellschritt, sowie ist das Grinden derzeit noch nicht möglich, aber dass der Rest soweit bislang funktioniert, ist doch schon mal was. Dass generell bei dieser Demo nicht alles fehlerfrei ist, dürfte niemanden verwundern. Größere Probleme gibt es bei der Demo nicht, außer das eine Mal, wo ich es geschafft habe, durch den Boden zu glitschen. Wie auch immer ich das geschafft habe. Fand ich aber sehr witzig. Bei der Demo fiel mir zudem noch Folgendes auf. Die Musik war zum einen nicht ganz so synchron zum Gameplay gewesen, beziehungsweise klingt für mein Gefühl her etwas stotternd. Ich vermute mal, dass es an der Framerate lag, aber ich konnte Citra beispielsweise nicht sagen, dass dieser mit 60 statt 50 FPS arbeiten soll. Falls wer dazu eine Lösung hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Aber das war jetzt nicht so schlimm gewesen, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Und das andere ist, dass es bei den Stages keine Soundeffekte gibt. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass es vor ein paar Monaten mal geschrieben wurde, dass das parallele Abspielen von Musik und Soundeffekt beim 3DS nicht so einfach ist. Aber ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er vielleicht dieses Jahr den Grund und vielleicht auch eine Lösung dafür findet. In der Teststage finden sich noch weitere Elemente wie die Medaillen oder auch die Sprintringe, die bereits im Spiel implementiert sind, aber im ersten Level nicht benötigt wurden. Ansonsten kann man dort alle möglichen Mechaniken testen und ich bin jetzt schon gespannt, was er dieses Jahr noch so alles schaffen wird. Zusammengefasst
zusammengefasst kann man sagen, dass die Demo sehr beeindruckend ist. Und das dürfte auch das erste Fangame sein, welches speziell auf den Nintendo 3DS ausgerichtet ist. Für den Aufwand, den er bereits für dieses tolle Projekt betrieben hat, trotz der unter anderem sehr stark limitierten Hardware, muss man ihm wirklich sagen, fetten Respekt an der Stelle. Ich drücke dir die Daumen, dass du mit diesem Projekt auch weiterhin sehr gut vorankommst. Und an euch schreibt mal in die Kommentare, ob ihr von diesem Fangame bereits schon mal gehört habt und natürlich auch, wie ihr die Demo findet. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!